So Leute, jetzt kommt das letzte Ende. Ja, ihr hört richtig, das letzte Ende. Es ist so schief gelaufen. Als ich, nachdem ich halt ihn angeschossen hatte, die anderen Enden noch machen wollte, ich habe beide versucht, hier rechts und ganz links. Sobald ich an das Ding rangegangen bin, ist Mass Effect abgeschmiert. Das gleiche ist mir auch da passiert. Es hört zwar echt komisch an, ist aber so. Wenn ihr unbedingt das Ende da sehen wollt, ich weiß, dass die B2LP, soweit ich weiß, alle Enden gemacht hat. Das heißt, ihr könnt es euch da nochmal angucken. Ich habe den jetzt noch nicht ausprobiert. Ich habe das jetzt ein- oder zweimal ausprobiert mit beiden Seiten und dabei halt die Seite noch nicht gemacht. Finde ich irgendwie ein bisschen scheiße. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie Mass Effect irgendwie beschädigt habe. Irgendwas, aber dann werden wir halt die Synthese antreten. Hoffentlich funktioniert das wenigstens. Ist ja meines Erachtens sowieso die beste Lösung, die man eigentlich hier finden kann. Flotten, der Tiegel ist scharf. Kampf abbrechen und zum Rendezvouspunkt. Wiederhole. Kampf abbrechen und nichts wie weg hier. Verdammt.
Ja, somit haben wir auch das Ende, hat das dann doch funktioniert. Ich bin am Leben. Wir alle, synthetisch oder organisch, wurden verändert. Der Krieg ist vorbei und die Reaper helfen beim Wiederaufbau. Haben sie uns vorher mit Auslöschung bedroht, bringen sie uns nun das kollektive Wissen der Kulturen, die vor uns da waren. Als Galaxie können wir nun leben, wie wir es uns wünschten. Die ersten Schritte machen in eine neue, wunderbare Zukunft, wo organische und synthetische Wesen friedlich zusammenleben. Mit galaxieweitem Frieden und unbegrenztem Zugriff auf Wissen die Größe zurückerlangen, die verloren ging. Und sie übertreffen. Wir erhalten unsere Welten zurück und die Sterne. Die Trennung zwischen synthetisch und organisch verschwindet und vielleicht auch die Sterblichkeit hin zu einer Existenzform, die ich mir nicht vorstellen kann. Wir werden nicht vergessen, dass dieses neue Leben einen hohen Preis hatte. Ungeachtet aller Fortschritte werden wir an die Opfer derer denken, die das ermöglicht haben. Wir werden uns an Shepard erinnern. Seinetwegen. Ich bin am Leben. Und ich bin nicht allein. Interessant, dass EDI das letzte Gespräch sozusagen geführt hat. Credits müssen wir leider überspringen. Erzähle ich euch gleich warum. Ist das wirklich alles geschehen?
Ja, aber einige Einzelheiten sind verloren gegangen. Das alles geschah vor sehr langer Zeit. Wann kann ich zu den Sternen? Eines Tages, mein Kleiner. Was wird dort sein? Was du dir vorstellen kannst. Unsere Galaxie hat Milliarden von Sternen. Jeder davon kann zahlreiche Welten haben. Auf jeder Welt könnte eine andere Lebensform existieren. Und jede Lebensform hat eine eigene Geschichte. Erzähl mir noch eine Geschichte über Shepard. Es ist schon spät, aber in Ordnung. Nur noch eine. Ja, sonst, ich habe die Creator schon way, sonst kriege ich vielleicht irgendwie Probleme von wegen Copyright, bla bla, wegen der Musik, die halt da im Hintergrund läuft. Ja, Leute, jetzt haben wir das zweite Ende auch geschafft. Ich finde es wirklich ja doof, dass ich euch die zwei anderen nicht zeigen kann, aber wenn ihr wollt, schaut euch, also erstens auf YouTube findet ihr die 100 Pro, aber wenn ihr von einem Let's Player sehen wollt, ich weiß, dass die BitoLP die gemacht hat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Pizmeaty beziehungsweise Pizmeat die auch alle hat. Schaut mal vorbei, wenn ihr die da sehen wollt, wenn ihr nicht schon die Enden kennt. Ich muss mir halt selber jetzt noch anschauen, weil ich konnte ja noch nicht mal richtig sehen. Ich habe nur gesehen, wie er darauf zugegangen ist und dann ist Mass Effect abgestürzt. Das war vielleicht ein bisschen doof. Ja, auch hier, ja, ich weiß nicht, ich kann ja sagen, was hier, was für Fragen ich vielleicht noch habe. Ja, Fragen, also ihr habt vielleicht gemerkt, wenn ihr schon davor die Enden gesehen habt, dass sich was verändert hat. Das war halt das DLC, das zum Sommer das heißt DLC, Erweiterung sage ich jetzt mal, ja, DLC kann man dann schon sagen, zum Singleplayer, also dass man das ein neues Ende, weil beim ersten Ende anscheinend sehr viele Fragen offen gewesen sind, finde ich gut, dass sie das rausgebracht haben. Also für mich jetzt einiges klar geworden, was Edi da so erzählt hat. Ich finde, sie hätten auch eigentlich keine andere Person nehmen können. Weil Edi ist einfach im Laufe der Geschichte, also der Story jetzt hier im dritten Teil, hat die sich ja relativ verändert. Also ich sag mal, menschlich ist sie nicht geworden, aber sich ja anders geworden. Sie hat mit Shepard über Sachen gesprochen, über die sie vielleicht vorher nie nachgedacht hätte. Und finde ich, dass sie richtig gut, dass sie die Person genommen haben, weil die hat sozusagen zeigt die Verbundenheit oder signalisiert die Verbundenheit der organischen und synthetischen Lebewesen. Also das finde ich wirklich gut. Fragen, ja, okay. Dann halt so Kleinigkeiten wie, wie werden die Kinder von Shepard und so weiter sein. Also, ich weiß nicht, ob das Kind, das am Ende gezeigt wurde, Shepards Kind ist, glaube ich nicht. Es hat sich sehr nach dem Kind angehört, das wir am Anfang des Spiels gesehen haben. Dass sie im Lüftungsschacht verkrochen haben. Und falls euch das aufgefallen ist, das Kind aus dem Lüftungsschacht sieht genau so aus wie der also das Kind als Katalysator. Muss man, ich weiß nicht, wie ich da genau das deuten soll, aber also wenn ihr da irgendeine Deutung habt, schreibt die mal in die Kommentare. Also das ist bemerkenswert, sage ich mal, dass sie, also auch so ein bisschen verwirrend, finde ich nicht schlecht, dass sie da so ein bisschen Kirre nicht, aber ein bisschen verwirren und dadurch halt auch neue Fragen aufkommen, für bestimmte Personen, nicht für alle. Und ja, also ich kann da jetzt nochmal sagen, rundum, das Spiel hat mir sehr gut gefallen. Ich kann es jedem empfehlen. Ein zweites Mal durchspielen würde, glaube ich, extrem lange dauern. Also für alle Suchtis ran. Spielst ein zweites Mal durch oder ein drittes Mal oder ein viertes Mal oder was weiß ich wie viele Male. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bei den nächsten Projekten. Ihr könnt ja mal darunter schreiben, was euch bei diesem Projekt gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, wie ihr das Spiel allgemein findet. Also jetzt die Trilogie. Ja, die nächsten Projekte
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon verraten darf. Sag mal, das eine wisst ihr vielleicht, dass neue FIFA-Session also Season rauskommen wird. Wie genau das aussieht, ob das Karriere oder irgendwas anderes ist, das weiß ich noch nicht, das schaue ich mal. Ähm, ja, das kommt noch ein Projekt, das auf jeden Fall, das wird nicht alleine stattfinden. Also da werde ich nicht alleine machen, da werde ich meistens ein, zwei Leute, höchstens fünf dabei haben. Also dann fünf in einer Konfi. Vielleicht wissen jetzt schon manche, was es ist, aber ich will ja nicht zu viel verraten. Okay, Leute. Hiermit verabschiede ich mich und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und genießt dieses letzte Ende. Bis dann.